Lektion 1 in der Bibliothek. Entschuldigung, wissen Sie, wo die Belletristik-Sektion ist? Ja, es ist im 2. Stock. Folgt mir, ich zeige es euch. Danke, ich weiß das zu schätzen. Ist es weit von hier? Nein, es ist nur einen kurzen Spaziergang von hier entfernt. Folgt diesem Gang und nehmt die Treppe hinauf. Ich hab's. Ich suche einen Kriminalroman. Wissen Sie, wo ich die finden kann? Klar, die Kriminalromane gehören zur Krimi- und Thriller-Abteilung. Es ist direkt neben den Liebesromanen. Großartig. Ich lese gerne Kriminalromane. Sie beschäftigen mich. Das ist wunderbar. Dort finden Sie eine Vielzahl von Kriminalromanen. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Empfehlungen benötigen. Danke, vielleicht nehme ich das Angebot an. Übrigens, wo finde ich die Nachschlagewerke? Die Nachschlagewerke befinden sich auf derselben Etage, nur ein paar Regale von der Belletristikabteilung entfernt. Sie sind nach Fachgebieten geordnet. Perfekt. Vielleicht benötige ich einige Referenzmaterialien für ein Forschungsprojekt. Kein Problem. Wenn Sie Hilfe bei der Suche nach bestimmten Büchern benötigen, wenden Sie sich bitte an den Bibliothekar. Sie sind sehr kompetent. Vielen Dank für Ihre Anleitung. Ich freue mich darauf, die Bibliothek jetzt zu erkunden. Du bist willkommen. Genieß deine Zeit in der Bibliothek. Viel Spaß beim Lesen. Das werde ich. Nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe. Hab einen schönen Tag. Lektion 2 Proteste in der Stadt. Haben Sie von den jüngsten Protesten in unserer Stadt gehört? Ja, ich habe die Nachrichten verfolgt. Es scheint, als würden viele Menschen ihre Bedenken äußern. Auf jeden Fall. Wogegen protestieren Sie? Sie protestieren gegen den geplanten Bau einer neuen Autobahn, die einen örtlichen Park zerstören würde. Das ist verständlich. Der Park ist eine wichtige Grünfläche für die Gemeinde. Absolut. Viele Menschen schätzen es als Ort der Erholung und Entspannung. Ich stimme zu. Es ist traurig zu sehen, wie Grünflächen durch Beton und Asphalt ersetzt werden. Exakt. Die Demonstranten setzen sich für alternative Lösungen ein, die den Park erhalten würden. Ich hoffe, die Behörden hören auf ihre Bedenken und erwägen alternative Pläne. Ich auch. Es ist wichtig, dass die Stimme der Community gehört und berücksichtigt wird. Verliefen die Proteste bisher friedlich? In den meisten Fällen ja. Die Mehrheit der Demonstranten war friedlich und respektvoll. Das ist gut zu hören. Es ist wichtig, Meinungen friedlich und konstruktiv zu äußern. Absolut. Friedliche Proteste haben eine bessere Chance, positive Veränderungen herbeizuführen. Gab es Diskussionen oder Verhandlungen zwischen den Demonstranten und den Behörden? Ja, es gab einige Gespräche, um einen Kompromiss zu finden, der beide Seiten zufriedenstellt. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Der Dialog ist entscheidend für die Lösung von Konflikten. Auf jeden Fall.
Es ist wichtig, Gemeinsamkeiten zu finden und auf ein für beide Seiten vorteilhaftes Ergebnis hinzuarbeiten. Ich hoffe, Sie können eine Lösung finden, die den Park schont und gleichzeitig den Transportbedürfnissen der Stadt gerecht wird. Hoffen wir es. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Entwicklung und Umweltschutz zu finden. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Die Zukunft unserer Stadt sollte auf nachhaltigen und inklusiven Prinzipien beruhen. Absolut. Es liegt an uns allen, zu einer besseren und harmonischeren Gemeinschaft beizutragen. Gut gesagt. Bleiben wir über den Fortschritt der Proteste auf dem Laufenden und unterstützen wir positive Veränderungen. Lektion 3: Lebensmitteleinkauf. Bist du heute bereit zum Einkaufen? Klar, ich muss meine Speisekammer auffüllen. Was musst du kaufen? Ich brauche frisches Obst und Gemüse. Ich habe Lust auf einen Salat. Das klingt gesund. Das füge ich unserer Einkaufsliste hinzu. Sonst noch etwas? Ich brauche auch etwas Hähnchenbrust und Vollkornbrot für Sandwiches. Vermerkt. Die können wir in der Fleisch- und Bäckabteilung abholen. Was ist mit Milchprodukten? Ja, ich brauche etwas Milch und Joghurt. Vielleicht auch etwas Käse. Großartig. Wir schauen am Gang der Molkerei vorbei, um diese Artikel zu holen. Haben Sie bestimmte Präferenzen? Nur normale Milch und Naturjoghurt. Was Käse angeht, nehme ich Cheddar. Ich hab's. Es ist Naturjoghurt und Cheddar-Käse. Gibt es Snacks oder Getränke auf Ihrer Liste? Ja, ich hätte gerne Popcorn und Mineralwasser als Leckerbissen. Popcorn und Mineralwasser, check. Ich sorge dafür, dass wir uns die auch schnappen. Sonst noch etwas? Ich denke, das deckt es vorerst ab. Oh, warte. Hab ich fast vergessen. Wir brauchen auch etwas Spülmittel. Kein Problem. Dafür gehen wir zum Hausrat. Gibt es eine bestimmte Marke, die Sie bevorzugen? Jede Marke reicht aus, solange sie die Arbeit erledigt. Wir können uns für eine kostengünstige Option entscheiden. Hört sich gut an. Kostengünstig und effektiv bei der Reinigung. Ich werde nach einer geeigneten Option Ausschau halten. Danke, Anna. Danke für deine Hilfe bei der Einkaufsliste. Du bist willkommen, John. Es ist immer schön, Gesellschaft beim Einkaufen zu haben. Außerdem können wir uns gegenseitig helfen, uns an alles zu erinnern. Absolut. Es macht das gesamte Erlebnis angenehmer und effizienter. Auf jeden Fall. Machen wir uns fertig und gehen zum Supermarkt. Bereit zu gehen? Bereit, wenn du es bist. Lass uns gehen und die Einkaufsmeilen erobern. Lektion 4: Geschichte erkunden. Ich kann es kaum erwarten, in die Geschichte einzutauchen. Wir sollten auf jeden Fall eine Reise planen. Ich stimme zu. Die Geschichte ist faszinierend. Hast du irgendeinen bestimmten Ort im Sinn? Ich wollte schon immer Rom besuchen. Die antiken Ruinen und die Architektur sind unglaublich. Rom klingt unglaublich.
Das Kolosseum und das Forum Romanum sind Attraktionen, die man gesehen haben muss. Unbedingt. Und vergessen wir nicht die Vatikanstadt und den Petersdom. Oh, ja. Der Vatikan ist reich an Kunst und Geschichte. Es ist ein einzigartiges Erlebnis. Ich freue mich auf die Sixtinische Kapelle und Michelangelos berühmte Deckenfresken. Das ist mit Sicherheit ein Highlight. Wir sollten auch andere historische Städte in Europa erkunden. Auf jeden Fall. Athen, Griechenland, ist eine weitere Stadt mit einem reichen historischen Hintergrund. Die Akropolis und der Parthenon sind ikonische Wahrzeichen. Es wäre unglaublich, sie aus der Nähe zu sehen. Einverstanden. Und in Ägypten könnten wir antike Wunder wie die Pyramiden von Gizeh erkunden. Die Pyramiden sind ein Wunderwerk der Technik. Es wäre wie eine Zeitreise in die Vergangenheit. Exakt. Geschichte wird lebendig, wenn Sie vor diesen alten Bauwerken stehen. Wir sollten unsere Reiseroute sorgfältig planen, um das Beste aus unserer historischen Reise herauszuholen. Absolut. Wir können die Orte, die wir besuchen möchten, in jeder Stadt recherchieren und priorisieren. Und vergessen wir nicht, die lokale Küche zu probieren und auch in die Kultur einzutauchen. Das ist ein gutes Argument. Das Erleben der lokalen Aromen und Traditionen wird die Reise noch unvergesslicher machen. Es klingt, als hätten wir ein aufregendes Abenteuer vor uns. Ich kann es kaum erwarten, mit dir die Geschichte zu erkunden. Ebenso, Anna. Es wird eine unvergessliche Zeitreise. Lassen Sie uns mit der Planung beginnen und es umsetzen. Die Geschichte erwartet Sie. In der Tat, Anna. Lass uns in die Vergangenheit eintauchen und bleibende Erinnerungen schaffen. Lektion 5: Heimarbeit. Flexibilität und Entwicklungsmöglichkeiten, das mag ich an der Arbeit zu Hause. Ich stimme zu. Von zu Hause aus zu arbeiten bietet viele Vorteile. Was macht dir am meisten Spaß? Ich schätze die Flexibilität, meinen eigenen Zeitplan festzulegen und in einer komfortablen Umgebung zu arbeiten. Es ist toll, nicht jeden Tag pendeln zu müssen. Auf diese Weise spare ich Zeit und Energie. Absolut. Außerdem finde ich, dass ich mich ohne die Ablenkungen eines geschäftigen Büros besser konzentrieren kann. Das ist wahr. Wenn ich von zu Hause aus arbeite, kann ich produktiver und effizienter arbeiten. Und mit moderner Technologie ist die Zusammenarbeit mit Kollegen auch aus der Ferne immer noch möglich. Ja, Videokonferenzen und Kommunikationstools machen es einfach, mit dem Team in Verbindung zu bleiben. Exakt. Es ist erstaunlich, wie die Technologie die Telearbeit so zugänglich und bequem gemacht hat. Ich schätze auch die Entwicklungsmöglichkeiten einer Karriere zu Hause. Einverstanden. Es gibt viele Online-Kurse und Ressourcen, um neue Fähigkeiten zu entwickeln. Und ohne geografische Einschränkungen können wir mit Kunden oder Unternehmen aus der ganzen Welt zusammenarbeiten. Das eröffnet eine Welt voller Möglichkeiten und erweitert unser berufliches Netzwerk. Es ist aufregend, über das Potenzial für persönliches und berufliches Wachstum in einem Zuhause nachzudenken. Auf jeden Fall.
Wir haben die Flexibilität, unseren Leidenschaften nachzugehen und unseren eigenen Weg zu gehen. Und mit Disziplin und Selbstmotivation können wir bequem von zu Hause aus großartige Dinge erreichen. Es geht darum, das richtige Gleichgewicht zu finden und die Chancen zu nutzen, die sich uns bieten. Absolut. Die Arbeit von zu Hause aus bietet eine einzigartige und lohnende Erfahrung für diejenigen, die sich darauf einlassen. Lassen Sie uns weiterhin die Flexibilität und die Möglichkeiten nutzen, die sich aus der Arbeit von zu Hause aus ergeben. Einverstanden. Auf Wachstum, Produktivität und die Freuden der Heimarbeit. Prost darauf, Anna! Mögen wir in unserer Karriere zu Hause Erfolg haben und die Reise genießen. Lektion 6: Etwas Neues ausprobieren. Gibt es eine Präferenz für das heutige Abendessen? Ich bin für alles offen. Mal sehen, worauf du Lust hast. Ich möchte etwas Neues ausprobieren. Wie wäre es mit thailändischer Küche? Das klingt abenteuerlich. Ich habe noch nie thailändisch gegessen, aber ich bin bereit, es auszuprobieren. Großartig! Die thailändische Küche ist bekannt für ihre kräftigen Aromen und aromatischen Gewürze. Ich freue mich darauf, die verschiedenen Geschmacksrichtungen zu erkunden und zu sehen, welche Gerichte sie zu bieten haben. Beginnen wir mit einigen Vorspeisen wie Frühlingsrollen und Hühnchensatay. Frühlingsrollen und Hühnchensatay sind es. Ich bin auch neugierig, die Dipsauzen zu probieren. Als Hauptgericht können wir Pad Thai essen, ein beliebtes thailändisches Nudelgericht. Pad Thai klingt köstlich. Ich habe gehört, dass es eine geschmackvolle Kombination aus Nudeln, Gemüse und Protein ist. Ja, es ist normalerweise mit Hühnchen, Garnelen oder Tofu anpassbar. Wir können unsere Präferenz wählen. Ich bin offen für jede Proteinoption. Überraschen Sie mich. In Ordnung, klingt nach einem Plan. Und als Ergänzung zum Essen können wir einen erfrischenden thailändischen Eistee trinken. Ich habe gehört, dass thailändischer Eistee ein Muss ist. Ich freue mich auf den einzigartigen Geschmack. Es ist ein süßes und cremiges Getränk mit einem Hauch von würzigem Geschmack. Du wirst es genießen. Ich freue mich, dass du vorgeschlagen hast, etwas Neues auszuprobieren. Es ist eine großartige Möglichkeit, unsere kulinarischen Erlebnisse zu erweitern. Absolut. Das Erkunden verschiedener Küchen führt uns in neue Geschmacksrichtungen und Kulturen ein. Und wer weiß, vielleicht entdecken wir heute Abend ein neues Lieblingsgericht. Das ist der spannende Teil. Neue Dinge auszuprobieren macht das Leben interessant und eröffnet neue Möglichkeiten. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Lassen Sie uns das Abenteuer genießen und heute Abend unser thailändisches Abendessen genießen. Lass es uns tun, John. Auf neue Geschmacksrichtungen, neue Erlebnisse und die Freude an kulinarischen Entdeckungen. Prost darauf, Anna! Tauchen wir ein in die Welt der thailändischen Küche und genießen Sie jeden Bissen. Lektion 7: Reisevorbereitungen. Ja, genau hier. Und vergessen Sie nicht unsere gedruckten Bordkarten. Sie sind unverzichtbar für unsere Reise. Ich habe sie in meiner Tasche. Alles ist bereit für unser Reiseabenteuer. Es ist immer wichtig, unsere Reisedokumente zu überprüfen, bevor Sie zum Flughafen fahren. Absolut.
Wir möchten beim Check-in keine unerwarteten Probleme haben. Und wenn wir unsere Bordkarten drucken lassen, sparen wir Zeit und machen den Prozess reibungsloser. Außerdem ist es eine gute Idee, digitale Kopien auf unseren Handys zu haben, nur für den Fall. Das ist ein kluger Backup-Plan. Technologie kann manchmal unberechenbar sein. Einverstanden. Stellen wir jetzt sicher, dass wir alle notwendigen Reiseutensilien bei uns haben. Reisepass, check. Geldbörse, check. Telefon und Ladegerät, überprüfe. Vergessen Sie nicht unsere Reiseadapter. Wir benötigen sie, um unsere Geräte im Ausland aufzuladen. Guter Fang. Ich füge sie sofort der Tasche hinzu. Und vergessen wir nicht, ein paar Snacks für die Reise einzupacken. Du weißt, wie hungrig wir werden. Absolut. Es ist besser, vorbereitet zu sein, besonders wenn wir einen langen Zwischenstopp haben. Apropos Zwischenstopps, lassen Sie uns den Flugplan überprüfen und das Abfluggate bestätigen. Richtig. Es ist immer eine gute Idee, auf dem Laufenden zu bleiben, da Änderungen auftreten können. Und wir sollten uns auch mit dem Layout des Flughafens vertraut machen, um nicht verloren zu gehen. Gute Überlegung. Das Navigieren am Flughafen wird viel einfacher sein, wenn wir uns bereits auskennen. Lassen Sie uns abschließend das Wetter an unserem Zielort überprüfen. Wir müssen entsprechend packen. Das ist wahr. Wir wollen nicht von unerwarteten Wetterbedingungen überrascht werden. Alles scheint in Ordnung zu sein. Ich freue mich auf unser bevorstehendes Abenteuer. Ich auch, Anna. Es wird eine unvergessliche Reise voller neuer Erfahrungen. Machen wir das Beste daraus und genießen wir jeden Moment. Unsere Reisevorbereitungen sind abgeschlossen. In der Tat. Auf reibungslose Reisen, spannende Entdeckungen und wundervolle Erinnerungen. Lektion 8: Strategien anpassen. Sollten wir unsere Strategien anpassen? Unbedingt. Es ist ein wachsender Markt, und wir müssen die Nase vorn haben. Ich stimme zu. Da sich der Markt weiterentwickelt, müssen wir flexibel sein und unseren Ansatz entsprechend anpassen. Beginnen wir mit der Analyse der aktuellen Trends und Verbraucherpräferenzen. Das ist ein guter Ausgangspunkt. Zu verstehen, was Kunden wollen, ist entscheidend für den Erfolg. Wir sollten auch unsere Konkurrenten im Auge behalten und sehen, wie sie sich anpassen. Aus den Strategien unserer Wettbewerber zu lernen, kann uns wertvolle Einblicke und Ideen geben. Und vergessen wir nicht, wie wichtig es ist, Kundenfeedback einzuholen. Kundenfeedback ist wie ein Kompass, der uns zu Verbesserungen und Innovationen führt. Angesichts der sich ändernden Landschaft müssen wir möglicherweise neue Marketingkanäle erkunden. Das ist wahr. Wir sollten offen dafür sein, mit verschiedenen Plattformen und Ansätzen zu experimentieren. Und während wir unsere Strategien anpassen, sollten wir uns an die Kernwerte und Stärken unserer Marke erinnern. Absolut. Unsere Markenidentität sollte auch dann konsistent bleiben, wenn wir uns weiterentwickeln. Innovation sollte eine treibende Kraft hinter unseren Anpassungen sein.
Wir müssen der Zeit immer einen Schritt voraus sein. Innovation hält uns relevant und ermöglicht es uns, die sich ständig ändernden Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Es ist auch wichtig, die Wirksamkeit unserer angepassten Strategien regelmäßig zu bewerten. Wir sollten die Ergebnisse überwachen und bei Bedarf Anpassungen vornehmen, um unsere Bemühungen zu optimieren. Die Anpassung unserer Strategien ist nicht nur eine einmalige Sache. Es ist ein fortlaufender Prozess. Kontinuierliche Anpassung stellt sicher, dass wir wettbewerbsfähig bleiben und neue Chancen nutzen. Nehmen wir diese Herausforderung an und sehen wir sie als Chance für Wachstum und Erfolg. Gemeinsam können wir uns in der sich verändernden Landschaft zurechtfinden und auf dem wachsenden Markt erfolgreich sein. Absolut, Anna. Auf Anpassungsfähigkeit, Innovation und das Erreichen unserer Ziele. Lektion 9: Preis verhandeln. Können wir uns auf den Preis einigen? Es ist ein bisschen hoch. Können wir verhandeln? Ich verstehe deine Sorge. Mal sehen, ob wir eine für beide Seiten vorteilhafte Lösung finden können. Gibt es eine Flexibilität beim Preis? Ich glaube, es ist höher als der Marktdurchschnitt. Ich verstehe, woher du kommst. Ich überprüfe, ob es Spielraum für Anpassungen gibt. Ich danke dir. Ich schätze Ihre Bereitschaft, die Möglichkeit zu prüfen. Nachdem ich die Zahlen überprüft habe, kann ich einen leichten Rabatt anbieten. Würde das für dich funktionieren? Das klingt nach einem Schritt in die richtige Richtung. Können wir den spezifischen Rabatt besprechen? Ich kann den Preis um 10% senken, was meiner Meinung nach ein fairer Kompromiss ist. Es ist zwar besser, aber ich hatte auf einen größeren Rabatt gehofft. Besteht die Möglichkeit, dass wir noch weiter gehen können? Ich verstehe Ihre Sichtweise, aber ich habe auch gewisse Einschränkungen auf meiner Seite. Können wir außer dem Preis noch etwas aushandeln? Vielleicht zusätzliche Dienste oder Funktionen? Das ist ein gutes Argument. Lassen Sie uns untersuchen, ob es zusätzliche Mehrwertangebote gibt, die wir anbieten können. Ich schätze Ihre Bereitschaft, Alternativen zu finden. Es zeigt ein Engagement für Kundenzufriedenheit. Als Zeichen des guten Willens kann ich einen kostenlosen Service anbieten, der das Gesamtpaket aufwerten würde. Das ist ein großzügiges Angebot. Es erhöht definitiv den Wert des Deals. Können wir die Details finalisieren? Absolut. Lassen Sie uns die überarbeiteten Bedingungen überprüfen und sicherstellen, dass sie unseren beiden Erwartungen entsprechen. Ich bin froh, dass wir einen Mittelweg finden konnten. Es ist wichtig, eine Einigung zu erzielen, von der beide Parteien profitieren. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es geht darum, eine Win-Win-Situation zu finden. Vielen Dank für Ihre Flexibilität und Verhandlungsbereitschaft. Es hat einen Unterschied gemacht. Ebenso, John. Ich schätze Ihre offene Kommunikation und Ihren kooperativen Ansatz. Mit dieser Vereinbarung bin ich zuversichtlich, dass wir vorankommen und eine erfolgreiche Partnerschaft aufbauen können. Einverstanden. Auf eine fruchtbare Zusammenarbeit und das Erreichen unserer gemeinsamen Ziele. Prost darauf, Anna! Lassen Sie uns diese Partnerschaft zu einem großen Erfolg machen. Lektion 10: Backpacking-Abenteuer.
Über dich, Anna. Warst du schon einmal mit dem Rucksack unterwegs? Ich auch, John. Ich habe vor kurzem ein Rucksackabenteuer in Südostasien gemacht. Das klingt unglaublich. Welche Länder hast du besucht? Ich habe Thailand, Kambodscha und Vietnam erkundet. Jeder Ort hatte seinen eigenen Charme. Hattest du irgendwelche unvergesslichen Erlebnisse während deiner Reise? Unbedingt. Eine meiner liebsten Erinnerungen war das Trekking durch den üppigen Dschungel Thailands. Das muss ein ziemliches Abenteuer gewesen sein. Bist du irgendwelchen Wildtieren begegnet? Ja, ich habe eine Vielzahl faszinierender Wildtiere gesehen, darunter Affen, die sich durch die Bäume schwingen. Wie hast du deine Unterkunft während der Rucksackreise verwaltet? Ich habe in günstigen Hostels und Gästehäusern übernachtet. Es war eine großartige Möglichkeit, andere Reisende kennenzulernen. Hattest du irgendwelche Herausforderungen beim Backpacking? Es gab einige Herausforderungen, wie Sprachbarrieren und das Navigieren in unbekannten Städten. Wie haben Sie diese Herausforderungen gemeistert? Ich habe ein paar grundlegende Redewendungen in der Landessprache gelernt und mich bei der Navigation auf Karten und hilfreiche Einheimische verlassen. Haben Sie während Ihrer Reise lokale Gerichte probiert? Ja, ich habe mir köstliches Streetfood gegönnt und verschiedene Gerichte wie Pad Thai und Banh Mi probiert. Das klingt herrlich. Gab es kulturelle Höhepunkte, die Ihnen aufgefallen sind? Der Besuch der alten Tempel von Angkor Wat in Kambodscha war ein wahrhaft beeindruckendes Erlebnis. Hattest du irgendwelche Tipps für andere Backpacker? Packen Sie leicht ein, bleiben Sie aufgeschlossen und seien Sie bereit, neue Erfahrungen zu machen und neue Leute kennenzulernen. Ich werde diese Tipps für mein eigenes Rucksackabenteuer berücksichtigen. Danke, Anna. Du bist willkommen, John. Du wirst sicher eine unglaubliche Zeit haben. Genieße deine Rucksackreise. Ich kann es kaum erwarten, mich auf mein eigenes Abenteuer einzulassen. Danke, dass du deine Erfahrungen geteilt hast, Anna. Lektion 11: Italienisches kulinarisches Abenteuer. Ich bin ein Fan der italienischen Küche. Wir sollten es irgendwann versuchen. Das klingt köstlich. Italienisches Essen ist bekannt für seinen reichen Geschmack und seine Vielfalt. Unbedingt. Hast du jemals authentische italienische Pizza probiert? Ja, ich hatte das Vergnügen, in Rom eine köstliche Margherita-Pizza zu genießen. Ich habe gehört, dass Pasta ein Grundnahrungsmittel der italienischen Küche ist. Irgendwelche Lieblingsnudelgerichte? Carbonara ist einer meiner Favoriten. Die cremige Sauce mit knusprigem Speck ist einfach unwiderstehlich. Ich bin ein großer Fan von Lasagne. Die Schichten von Nudeln, Fleisch und Käse machen es so beruhigend. Einverstanden. Lasagne ist ein klassisches Gericht, das niemals enttäuscht. Was ist mit italienischen Desserts? Hast du Tiramisu probiert? Ja, Tiramisu muss man unbedingt probieren. Die Kombination aus Kaffee, Mascarpone und Schokolade ist himmlisch. Ich werde hungrig, wenn ich nur daran denke. Wir sollten bald ein gutes italienisches Restaurant finden.
Ich kenne eine fantastische italienische Trattoria in der Innenstadt. Sie servieren authentische Gerichte mit einer gemütlichen Atmosphäre. Das klingt perfekt. Lass uns dort irgendwann in dieser Woche ein Abendessen planen. Tolle Idee. Wir können uns mit einer Vielzahl italienischer Köstlichkeiten verwöhnen lassen und einen unvergesslichen Abend verbringen. Sollen wir ein paar Freunde zu uns einladen? Unbedingt. Je mehr, desto besser. Das wird ein lustiges Treffen voller gutem Essen und Lachen. Ich werde mich mit unseren Freunden in Verbindung setzen und einen Termin für unser italienisches Essensabenteuer vereinbaren. Wunderbar. Ich kann es kaum erwarten, die Aromen Italiens in guter Gesellschaft zu genießen. Es wird ein fantastisches kulinarisches Erlebnis. Grazie mille für den Vorschlag, Anna. Lektion 12. Einfache Reinigung mit antihaftbeschichteten Schalen. Haben Sie jemals Tabletts mit antihaftbeschichteter Innenseite verwendet? Sie erleichtern die Reinigung. Ja, habe ich. Antihaftbeschichtete Tabletts sind wegweisend, wenn es ums Kochen und Reinigen geht. Ich finde, dass Lebensmittel nicht an der Oberfläche haften bleiben, was viel Zeit beim Schrubben spart. Unbedingt. Es bedeutet auch, dass weniger Öl oder Butter zum Kochen benötigt wird, was es zu einer gesünderen Option macht. Das ist ein gutes Argument. Außerdem sind antihaftbeschichtete Schalen in der Regel spülmaschinenfest, was den Komfort erhöht. Genau. Es nimmt das lästige Händewaschen ab und macht das Aufräumen zum Kinderspiel. Ich schätze, wie die Antihaftbeschichtung eine gleichmäßige Wärmeverteilung beim Backen ermöglicht. Ja, es hilft jedes Mal, perfekt gekochte und gleichmäßig gebräunte Gerichte zuzubereiten. Mir ist aufgefallen, dass antihaftbeschichtete Schalen vielseitig sind und für verschiedene Rezepte verwendet werden können. Definitiv. Vom Rösten von Gemüse bis zum Backen von Keksen sind sie ein vielseitiges Küchenwerkzeug. Haben Sie Tipps zur Pflege der Antihaftoberfläche, um ihre Lebensdauer zu verlängern? Es ist wichtig, die Verwendung von Metallutensilien zu vermeiden, die die Beschichtung zerkratzen können. Werkzeuge aus Silikon oder Holz eignen sich am besten. Gut zu wissen. Ich werde sicherstellen, dass die richtigen Utensilien verwendet werden, um die Antihaftoberfläche intakt zu halten. Ein weiterer Tipp ist, die Verwendung von scheuernden Reinigungsschwämmen oder aggressiven Chemikalien zu vermeiden, die die Beschichtung beschädigen können. Ich werde mich an sanftes Schrubben und mildes Spülmittel halten, um die Tabletts in einem Top-Zustand zu halten. Das ist der richtige Weg. Bei richtiger Pflege können antihaftbeschichtete Schalen lange halten. Ich bin überzeugt. Ich werde in einige antihaftbeschichtete Schalen investieren, um das Kochen und Reinigen viel einfacher zu machen. Du wirst es nicht bereuen, John. Sie werden zu Ihren Lieblingsküchenbegleitern für problemlose Mahlzeiten. Danke, dass du deine Erkenntnisse geteilt hast, Anna. Ich freue mich darauf, mein Kocherlebnis zu verbessern. Es ist mir ein Vergnügen, John. Genießen Sie Ihre Kochabenteuer mit antihaftbeschichteten Schalen. Viel Spaß beim Kochen. Danke, Anna. Auf müheloses Kochen und stressfreies Putzen. Prost! Lektion 13. Heißhungerattacken auf hausgemachtes Eis. Das klingt unglaublich. Ich habe in letzter Zeit Lust auf hausgemachtes Eis. Hausgemachtes Eis ist ein Genuss wie kein anderer.
Auf welche Geschmacksrichtungen hast du Lust? Ich bin ein Fan von klassischen Geschmacksrichtungen wie Schokolade und Vanille. Wie steht's mit dir? Ich liebe es, mit verschiedenen Geschmacksrichtungen zu experimentieren. In letzter Zeit genieße ich gesalzenes Karamell und Erdbeeren. Die klingen köstlich. Hast du schon einmal zu Hause Eis gemacht? Ja, habe ich. Es ist ein unterhaltsamer und lohnender Prozess. Sie können die Aromen nach Ihren Wünschen anpassen. Ich wollte schon immer versuchen, mein eigenes zu machen. Irgendwelche Tipps für einen Anfänger wie mich? Beginnen Sie mit einem einfachen Grundrezept und fügen Sie dann Ihre gewünschten Aromen oder Mix-ins hinzu. Scheuen Sie sich nicht, kreativ zu werden. Das ist ein guter Rat. Welche Ausrüstung benötige ich, um selbstgemachtes Eis zuzubereiten? Sie benötigen eine Eismaschine, aber wenn Sie keine haben, gibt es auch Rezepte ohne Abwanderung. Ich werde mir eine Eismaschine besorgen. Es scheint eine lohnende Investition zu sein. Definitiv. Es eröffnet eine Welt voller Möglichkeiten für gefrorene Desserts in Ihrer eigenen Küche. Hast du irgendwelche Lieblingsrezepte für hausgemachtes Eis, das du teilen kannst? Einer meiner Favoriten ist ein Minzschokoladeneis. Der frische Minzgeschmack ist so erfrischend. Das klingt fantastisch. Das muss ich mal versuchen. Hast du noch andere Geschmacksempfehlungen? Wenn Sie ein Fan von fruchtigen Aromen sind, sollten Sie versuchen, ein erfrischendes Zitronensorbet oder ein cremiges Mango-Eis zuzubereiten. Die klingen herrlich. Ich kann es kaum erwarten, mit verschiedenen Geschmacksrichtungen zu experimentieren und mein eigenes Eis zu kreieren. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, Ihren Heißhunger zu stillen und Ihre Freunde und Familie mit hausgemachten Leckereien zu beeindrucken. Unbedingt. Danke, dass du mich inspiriert hast, Anna. Ich freue mich auf meine Reise mit hausgemachtem Eis. Du bist willkommen, John. Genieß den Prozess und genieße die süßen Belohnungen. Viel Spaß beim Eismachen. Danke, Anna. Ich werde sicherstellen, dass ich einige meiner Kreationen mit Ihnen teile. Lass uns bald hausgemachtes Eis genießen. Lektion 14: Einen Ohrenstil wählen. Ich habe kürzlich eine neue Uhr gekauft. Nach welchem Stil suchst du? Ich denke auch darüber nach, mir eine Uhr zuzulegen. Ich fühle mich zu klassischen und eleganten Designs hingezogen. Das ist eine gute Wahl. Eine zeitlose und raffinierte Uhr kann jedes Outfit ergänzen. Ich stimme zu. Ich liebe Uhren mit Lederbändern und minimalistischen Zifferblättern. Sie strahlen ein Gefühl von zurückhaltender Eleganz aus. Lederriemen sorgen für einen Hauch von Raffinesse. Hast du über die Farbe des Riemens nachgedacht? Ich neige mich zu einem braunen oder schwarzen Lederband. Sie sind vielseitig einsetzbar und passen gut zu verschiedenen Outfits. Gute Entscheidungen. Eine weitere Option, die in Betracht gezogen werden sollte, ist ein Metallarmband. Es sieht polierter und moderner aus. Metallarmbänder sehen elegant aus. Sie können eine gute Wahl für einen eleganteren Anlass sein. Absolut. Es ist wichtig, einen Uhrenstil zu wählen, der Ihrem persönlichen Geschmack und Lebensstil entspricht. Funktionalität ist mir auch wichtig.
Ich bevorzuge Uhren mit einem klaren und gut lesbaren Zifferblatt. Das ist eine praktische Überlegung. Es ist wichtig, eine Uhr zu haben, die sowohl stilvoll als auch funktional ist. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Ich suche auch nach Uhren mit Wasserdichtigkeit, da sie für mehr Haltbarkeit und Vielseitigkeit sorgen. Wasserbeständigkeit ist definitiv ein wertvolles Merkmal, insbesondere wenn Sie einen aktiven Lebensstil führen. Exakt. Es ist beruhigend zu wissen, dass Ihre Uhr versehentlichen Spritzern oder einem kurzen Eintauchen in Wasser standhält. Haben Sie bestimmte Uhrenmarken oder Modelle erkundet, die Ihnen ins Auge fallen? Ich habe nach einigen Marken gesucht, die für ihre zeitlosen Designs bekannt sind, wie Rolex und Omega. Das sind seriöse Marken mit einer langen Handwerkstradition. Sie bieten wunderschöne Uhren mit außergewöhnlicher Qualität. Ich erwäge auch einige günstigere Optionen von Marken wie Seiko und Citizen. Sie bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist ein kluger Ansatz. Es gibt hervorragende Uhren zu verschiedenen Preisen, die für jedes Budget geeignet sind. In der Tat. Es geht darum, eine Uhr zu finden, die Stil, Funktionalität und Erschwinglichkeit vereint. Gut gesagt, Anna. Ich bin sicher, Sie werden die perfekte Uhr finden, die Ihren persönlichen Stil widerspiegelt. Danke, John. Ich freue mich darauf, mich auf dieser Reise zum Uhrenkauf zu begeben und meine ideale Uhr zu finden. Viel Glück, Anna. Ich hoffe, Sie entdecken eine Uhr, die Ihnen Freude bereitet und Ihrem Alltag einen Hauch von Eleganz verleiht. Lektion 15: Formulare ausfüllen und Ausweiskopien anfordern. Bitte füllen Sie diese Formulare aus. Kann ich Ihren Personalausweis haben, um eine Kopie zu machen? Klar, lassen Sie mich zuerst die Formulare ausfüllen. Benötigen Sie spezielle Informationen? Für die Formulare sind Ihr vollständiger Name, Ihre Adresse, Ihre Kontaktnummer und Ihre E-Mail-Adresse erforderlich. In Ordnung, ich werde alle notwendigen Informationen bereitstellen. Hier ist mein Ausweis für die Kopie. Ich danke dir. Ich mache sofort eine Fotokopie Ihres Personalausweis. Nehmen Sie sich Zeit. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie zusätzliche Dokumente oder Informationen benötigen. Ich schätze Ihre Mitarbeit. Die Kopie Ihres Personalausweis wird zu Aufzeichnungszwecken sicher aufbewahrt. Das ist gut zu wissen. Es ist wichtig, die Vertraulichkeit und Sicherheit personenbezogener Daten zu wahren. Absolut. Wir nehmen Privatsphäre und Datenschutz ernst. Ihre Daten werden mit Sorgfalt behandelt. Ich freue mich, das zu hören. Es ist beruhigend zu wissen, dass meine persönlichen Daten in sicheren Händen sind. Sobald ich die Kopie gemacht habe, gebe ich Ihnen Ihren Personalausweis zurück. Gibt es noch etwas, bei dem du Hilfe brauchst? Im Moment nicht. Danke, dass du mir mit den Formularen und der Kopie meines Personalausweis geholfen hast. Du bist willkommen, Anna. Wenn Sie in Zukunft Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden. Ich weiß dein Angebot zu schätzen. Ich werde mich auf jeden Fall mit Ihnen in Verbindung setzen, wenn ich weitere Hilfe benötige. Großartig. Hab einen wundervollen Tag, Anna. Lektion 16:
ausgewogene Essensplanung. Aufnahme? Ja, ich versuche, meine Mahlzeiten mit einer Vielzahl von Nährstoffen auszugleichen. Das ist großartig, John. Eine ausgewogene Ernährung ist wichtig für die Aufrechterhaltung einer guten Gesundheit. Absolut. Ich möchte eine Mischung aus Kohlenhydraten, Proteinen und gesunden Fetten in meine Mahlzeiten aufnehmen. Es ist auch wichtig, Obst und Gemüse für Vitamine, Mineralien und Ballaststoffe zu verwenden. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Ich versuche eine bunte Auswahl an Obst und Gemüse auf meinem Teller zu haben. Abwechslung ist der Schlüssel. Verschiedene Obst- und Gemüsesorten bieten eine Reihe von Nährstoffen und Aromen. Ich achte auch darauf, magere Proteinquellen wie Hühnchen, Fisch und Hülsenfrüchte einzubeziehen. Magere Proteine sind für den Muskelaufbau und die Muskelreparatur unerlässlich. Nehmen Sie Vollkornprodukte in Ihre Mahlzeiten auf? Ja, ich entscheide mich für Vollkornprodukte wie braunen Reis und Vollkornbrot für zusätzliche Ballaststoffe und Nährstoffe. Das ist eine kluge Wahl. Vollkornprodukte sind nahrhafter als raffiniertes Getreide. Ich achte auch auf Portionsgrößen, um sicherzustellen, dass ich nicht zu viel esse. Die Portionskontrolle ist wichtig, um ein gesundes Gewicht zu halten und Überkonsum zu verhindern. Ich finde es hilfreich, auf die Hunger- und Sättigungshinweise meines Körpers zu hören, um zu vermeiden, zu viel zu essen. Das ist ein achtsamer Ansatz. Langsam zu essen und jeden Bissen zu genießen, kann auch bei der Portionskontrolle helfen. Ich versuche auch, meine Aufnahme von zugesetztem Zucker und verarbeiteten Lebensmitteln zu begrenzen. Das ist eine gute Strategie. Zuckerzusatz und verarbeitete Lebensmittel können zu verschiedenen Gesundheitsproblemen beitragen. Stattdessen stille ich meine Naschkatzen mit natürlichem Zucker aus Früchten oder genieße eine kleine Leckerei in Maßen. Mäßigung ist der Schlüssel, wenn es um Genuss geht. Es geht darum, ein Gleichgewicht zu finden, das für Sie funktioniert. Absolut. Ich glaube daran, meinen Körper zu ernähren und gleichzeitig die Lebensmittel zu genießen, die ich liebe. Das ist eine gesunde Denkweise. Es ist wichtig, eine positive Beziehung zu Lebensmitteln zu haben. Exakt. Indem ich mich auf Ausgeglichenheit und Mäßigung konzentriere, kann ich eine gesunde und unterhaltsame Essroutine aufrechterhalten. Gut gesagt, John. Machen Sie weiter so und auf Ihren weiteren Erfolg bei der Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Ernährung. Danke, Anna. Danke für deine Unterstützung. Ermutigen wir uns gegenseitig auf unserem Weg zu einer besseren Gesundheit. Lektion 17: Den Vegetarismus erforschen. Das ist gut zu wissen. Ich habe einen Freund, der Vegetarier ist. Vegetarismus kann eine gesunde und ethische Wahl sein. Wie lange ist dein Freund schon Vegetarier? Er ernährt sich seit etwa 3 Jahren vegetarisch. Er sagt, er fühle sich großartig. Das ist wunderbar zu hören. Ein vegetarischer Lebensstil hat viele Vorteile. Ja, er erwähnte, dass er sich energiegeladener fühlt und Verbesserungen seiner Verdauung bemerkt hat. Der Verzicht auf Fleisch kann zu einer erhöhten Aufnahme pflanzlicher Lebensmittel führen, die reich an Vitaminen und Mineralstoffen sind. Absolut. Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte liefern eine breite Palette an essentiellen Nährstoffen. Ich habe gehört,
dass vegetarische Ernährung auch für das Gewichtsmanagement und die Verringerung des Risikos bestimmter Krankheiten von Vorteil sein kann. Ja, das ist richtig. Pflanzliche Diäten enthalten in der Regel weniger gesättigte Fette und weniger Cholesterin, was sich positiv auf die Herzgesundheit auswirken kann. Es ist interessant zu sehen, wie Ernährungsentscheidungen einen erheblichen Einfluss auf unser allgemeines Wohlbefinden haben können. In der Tat. Es ist wichtig, die Ernährungsgewohnheiten unserer Freunde zu respektieren und zu unterstützen, unabhängig davon, ob sie Vegetarier oder Veganer sind oder andere Vorlieben haben. Absolut. Jeder hat das Recht, die Diät zu wählen, die seinen Werten entspricht und seinen Ernährungsbedürfnissen entspricht. Ich stimme zu. Es ist wichtig, aufgeschlossene Gespräche über verschiedene Ernährungsgewohnheiten zu führen und voneinander zu lernen. Auf jeden Fall. Indem wir verschiedene Perspektiven verstehen, können wir unser Wissen erweitern und fundierte Entscheidungen treffen. Das ist ein großartiger Ansatz, Anna. Es ist immer wertvoll, unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen zu haben. Danke, John. Ich glaube, dass die Akzeptanz von Vielfalt über reine Ernährungsgewohnheiten hinausgeht. Du hast absolut recht, Anna. Vielfalt bereichert unser Leben und hilft uns, als Individuen zu wachsen. Lassen Sie uns weiterhin gegenseitig unterstützen und voneinander lernen, während wir uns in der Komplexität des Lebens zurechtfinden. Ich könnte nicht mehr zustimmen, Anna. Zusammen können wir eine inklusivere und verständnisvollere Welt schaffen. Gut gesagt, John. Lasst uns unsere Unterschiede feiern und ein Umfeld der Akzeptanz und des Respekts fördern. Ich freue mich, dass wir dieselben Werte teilen, Anna. Es geht darum, Vielfalt anzunehmen und Freundlichkeit in allen Lebensbereichen zu fördern. Lektion 18: Einkaufen in Boutiquen. In der Innenstadt gibt es eine Boutique, die eine große Auswahl an einzigartiger Kleidung bietet. Das klingt faszinierend, John. Ich liebe es, neue Geschäfte mit unverwechselbaren Modeartikeln zu entdecken. Diese Boutique ist auf handgefertigte Stücke von lokalen Designern spezialisiert. Sie sind bekannt für Qualität und Stil. Ich schätze es, lokale Unternehmen zu unterstützen. Es ist wunderbar, Zugang zu einzigartigen Modestücken zu haben. Absolut. Es ist erfrischend, von massenproduzierter Kleidung wegzukommen und Individualität zu genießen. Ich stimme voll und ganz zu. Jeder Mensch hat einen einzigartigen Stil, und Boutiquen ermöglichen es uns, uns authentisch auszudrücken. Außerdem bietet die Boutique im Vergleich zu größeren Einzelhandelsgeschäften ein persönlicheres Einkaufserlebnis. Das ist ein großer Vorteil. Personalisierte Aufmerksamkeit und Unterstützung können das Einkaufserlebnis angenehmer machen. Die Mitarbeiter der Boutique sind bekannt für ihr Fachwissen im Styling und helfen Kunden dabei, die perfekten Outfits zu finden. Das ist fantastisch. Es ist immer hilfreich, wenn uns sachkundige Fachleute bei der Erkundung neuer Modeoptionen unterstützen. Auf jeden Fall. Das Anprobieren verschiedener Stile und das Experimentieren mit unserem Look kann ein unterhaltsamer und kreativer Prozess sein. Es ist, als würden wir unsere eigene modische Identität entdecken und Stücke finden, mit denen wir uns selbstbewusst und wohlfühlen. Und mit der einzigartigen Auswahl der Boutique können wir Stücke finden, die anderswo nicht häufig zu finden sind. Diese Exklusivität verleiht der Kleidung, die wir auswählen, einen gewissen Reiz.
Es ist, als hätten wir unseren eigenen unverkennbaren Stil. Exakt. Es ist befriedigend, etwas zu tragen, das unsere Individualität widerspiegelt und sich von der Masse abhebt. Ich freue mich darauf, die Boutique zu besuchen und zu sehen, was sie zu bieten haben. Ich bin mir sicher, dass ich etwas Besonderes finden werde. Ich bin sicher, das wirst du, Anna. Planen wir einen Tag ein, um gemeinsam in die Innenstadt zu fahren und die Boutique zu erkunden. Das klingt nach einer wunderbaren Idee, John. Das wird ein lustiges Abenteuer auf der Suche nach einzigartigen Modefunden. Ich freue mich, dass du dazu bereit bist, Anna. Es macht immer mehr Spaß, diese Erfahrungen mit einem Freund zu teilen. Absolut, John. Einkaufen und das Erkunden neuer Modetrends machen noch mehr Spaß, wenn wir es zusammen tun. Ich könnte nicht mehr zustimmen, Anna. Machen wir es zu einem unvergesslichen Einkaufsbummel und lassen Sie uns unsere individuellen Styles zu eigen machen. Ich freue mich darauf, John. Ich freue mich darauf, neue Modejuwelen zu entdecken und unsere einzigartigen Modeidentitäten zum Ausdruck zu bringen. Prost darauf, Anna. Begeben wir uns auf unser Boutique-Abenteuer und genießen Sie den Prozess der Kreation unserer eigenen modischen Looks. Lektion 19: Köstliches, frisch gebackenes Brot. Der frisch gebackene ist köstlich. In Ordnung, ich nehme einen Laib davon. Das klingt verlockend, John. Frisch gebackenes Brot ist immer ein Genuss. Absolut, Anna. Das Aroma und der Geschmack sind unschlagbar. Gibt es in der Bäckerei verschiedene Brotsorten? Ja, sie bieten eine Vielzahl von Optionen. Von Baguettes bis Sauerteig und allem dazwischen. Ich bin ein Fan von Sauerteigbrot. Es hat einen einzigartigen Geschmack und eine einzigartige Textur. Ich stimme zu, Anna. Der würzige Geschmack und die zähe Kruste machen es zu einer beliebten Wahl. Welche anderen Brotsorten haben Sie? Sie haben auch Vollkorn, Mehrkorn und Roggenbrot, um nur einige zu nennen. Ich probiere gerne verschiedene Brotsorten aus. Es bringt Abwechslung in meine Mahlzeiten. Es ist toll, neue Geschmacksrichtungen zu entdecken, Anna. Brot kann den Geschmack von Sandwiches und Aufstrichen verbessern. Absolut, John. Ein gutes Brot kann eine einfache Mahlzeit aufwerten. Haben Sie Brotspezialitäten wie Focaccia oder Ciabatta probiert? Ja, habe ich. Focaccia schmeckt köstlich mit Olivenöl und Kräuterbelegen. Ciabatta ist perfekt für Sandwiches. Ich freue mich, dass du die erlebt hast, Anna. Sie sind beide eine wunderbare Wahl. Gibt es in der Bäckerei süßes Brot oder Gebäck? Ja, sie bieten süße Leckereien wie Zimtschnecken, Croissants und Brioche an. Oh, ich kann einem warmen und buttrigen Croissant nie widerstehen. Croissants sind in der Tat eine klassische Wahl, Anna. Sie sind leicht und schuppig. Ich kann mir vorstellen, dass die Bäckerei den Duft von frisch gebackenem Brot und Gebäck verströmt. Es ist eine wundervolle Erfahrung, Anna. Allein der Duft ist himmlisch. Ich kann es kaum erwarten, die Bäckerei zu besuchen und mich mit frisch gebackenem Brot zu verwöhnen. Der Besuch lohnt sich, Anna. Ich bin sicher, du wirst jeden Bissen genießen.
Danke für die Empfehlung, John. Ich weiß das zu schätzen. Du bist willkommen, Anna. Lass mich wissen, wie dir das Brot schmeckt. Das werde ich, John. Ich freue mich darauf, die Aromen zu genießen. Genieß dein Brot, Anna. Es sind die einfachen Freuden, die Freude bereiten. In der Tat, John. Ich werde jeden Moment mit einem warmen Laib Brot genießen. Mach's gut, Anna. Fröhliche Brotsuche.